Der Carrado Van 132 Edition 15 für knapp 60.000 Euro. Hier das aktuelle Modell aus dem Modelljahr 2022 und wir sind mal wieder im Freistaat und filmen das Ganze mal. Diesmal mit GFK-Heckseite und GFK-Dach und einer Alu-Seitenbeplankung, die hier mit drauf ist. Das ist unschwer zu erkennen. Es ist sehr, sehr glatt. Das ist Aluminium und das ist glasfaserverstärkter Kunststoff. Insbesondere hinten auf dem Dachbereich hat man GFK, was natürlich ein Riesenplus ist, wenn mal irgendwas passieren sollte. Ja, der Aufbau, der wird hier nochmal kurz beschrieben. Aufbau und Außenhaut. Da steht witterungsbeständiges Aluminium-Glattblech mit Isolierung. Dann gibt es Kältebrücken, Isolierschichten und dann, ich denke es mal Dämmschichten, soll man es eher nennen. Das Ganze ist hagelsicher und witterungsbeständig und eine sogenannte Sandwich-Bauweise. Ja, das Ganze für rund 60.000 Euro, ein sehr kompaktes, kurzes Fahrzeug. Ein Teil integrierter mit einer Breite eigentlich von einem Kastenwagen. Man kann ihn mit ganz normalen Kastenwagenspiegeln auch fahren. Das ist das Besondere. V132 hat bereits schon diverse Vorbereitungen, Rückfahrkamera. Vorbereitung ist mit drin. Er hat eine kleine Heckgarage natürlich in der Größe, aber für viele ist das eigentlich das optimale Fahrzeug für alle Touren, gerade wenn man allein unterwegs ist oder mit maximal 2 Personen. Man hat also hier keine Probleme, irgendwelche Parkplätze oder Stellplätze und so weiter zu finden. Wir gehen ins Fahrzeug rein. Vielleicht zunächst mal, man hat hier keine Rahmenfenster mit drin. Das ist aber auch gar nicht so kritisch, sage ich immer. Denn der Geräuschunterschied, ich bin selber auch mal nicht Rahmenfenster gefahren hier. Der Dometic-Fenster, die drin sind, ist nicht so wahnsinnig groß. Vorteil hier auch noch ist, man hat einen zusätzlichen, ich nenne mal kleinen Einbruchschutz mit drin. Und man hat auch einen Rausfahrschutz, sind die Fenster allerdings mal offen. Dann können wir gleich mal sehen, dann kommt derjenige auch an die Stange ran, aber es hindert natürlich nochmal komplett den Einbruch. Der Van 132, Edition 15 mit der Wohnwelt Nebula und der kostet hier 59.777 Euro im Freistaat in Sulzemoos. Der ist schon so hoch, steht auf Citroën jetzt in dem Fall, dass man auf jeden Fall eine Trittstufe braucht. Ein AES-Kühlschrank ist mit drin. Der kann auch mit Gas betrieben werden und ein schickes Basisfahrzeug. Reduzierte Tür. Da natürlich auch kein Fenster drin. Da ist hier jetzt schon eine Markise mit drin, eine Omnistore montiert. Und ein kleines Schuhfach direkt am Einstieg. Das ist schon fast Standard in der Klasse. Besonders schön, ganz offenes Raumbild hier drin. Da ist das Fahrerhaus. Das heißt, wenn man sich hier reinbegibt, ist alles ein Raum. Man hat auf der Länge jetzt darauf verzichtet, viele extra Räume zu gestalten. Das Fahrerhaus sehr aufgeräumt mit Fahrerhaus-Klimaanlage und einer 6-Gang manuellen Schaltung. Ja, mittlerweile hat ja der PSA-Konzern da massiv, Stellantis heißt ja mittlerweile, massiv aufgerüstet und hat jetzt, ich weiß gar nicht, ob schon fertig ist, ein neues Werk jetzt in Polen errichtet oder ist gerade in den letzten Zügen dabei. Das Werk wurde, ich glaube, 2019 angekündigt und jetzt nach langer Wartezeit sind auch die Citroëns wieder größer lieferbar. Hier sieht man sehr schön, das ist so dieser Einbruchschutz. Da muss ich aber sagen, also wenn ich da als Dieb natürlich rein wollte, aber alles, was hindert und was gefährlich aussieht, dann sagen die Leute vielleicht, naja, dann steige ich dann doch nicht über die Fenster ein. Ich habe hier Fliegengitter integriert und natürlich auch die Verdunklung mit drin. Das Ganze kann ich dann wahlweise benutzen. Hier auf der Seite ist kein Fenster, ich habe einen Querschläfer und das ist auch gut für bis zu 2 Personen auf jeden Fall. Also da schläft man auch richtig gut drauf. Schön sind so kleine Details, dass ich zum Beispiel hier nochmal die Möglichkeit habe, an das Fach komplett ranzukommen. Warte, ich muss gerade mal schauen. Im letzten ging das nämlich noch, wie ich da rankam. Also Rausfahrschutz, der ist hier. Das ist hier unten. Ja, dann komme ich nur über die Tür ran.
Die ist hier drin. Und ich kann mich aber daran erinnern, ich hatte mal einen, ich weiß nicht, ob das so gedacht war, wo man oben einfach hochziehen konnte. Und hier hat man nochmal einen großen Stauraumbereich. Kann man auch natürlich benutzen für kleine Hunde als Refugium für die Unterbringung. Ja, Carrado, eine deutsche Firma, gehört zur Hümer-Gruppe und das Ganze hat schon richtig viel Tradition, ist so ein bisschen so die Einstiegsmarke im Hümer-Konzern. Tedford Kühlschrank mit dabei. Mal gucken, wie weit auch der öffnet. Sekunde. Schauen. Da jetzt eine Verriegelung. Ne, ist einfach nur neu. Geht also genau bis hierhin auf. Und auch er bietet ein Gefrierfach mit drin und relativ viel Stauvolumen für das Wichtigste, was man mitnimmt. Aber auch hier mein Tipp im Camping, also versucht nicht alles an frischen Lebensmitteln mitzunehmen, was es gibt. Die meisten Sachen, die sind immer noch da, wenn ich nach Hause ankomme. Also oft isst man ja auch die Sachen, die dort vor Ort angeboten werden. Der Möbel- und Klappenbau, das ist ordentlich. Häfele Beschläge hier mit drin und gucken, Softclose und Softclose. Hier vielleicht nochmal ein kleines Detail. Da unten, das ist nochmal so eine ganz feste Kunststoffschiene und egal wie ich dann denn hier rüttel, also die Schrankkonstruktion, das hält. Und auch der Softclose, der schließt zuverlässig. Auf der rechten Seite ein kleiner Fernseher montiert von Teleco. Sieht man immer öfter jetzt Teleco, gerade im Klimaanlagenbereich. Die Italiener sind da ein bisschen auf dem Vormarsch. Also auch viele Lieferanten, die vielleicht vorher gar nicht zum Zuge kamen, jetzt natürlich aufgrund der Knappheit. Sie werden auf einmal berücksichtigt. Ein schönes Detail hier auch. Die große Schublade für Besteck. Da sind die Absperrhähne. Und nochmal 2 Steckdosen. 230 Volt und ein großer Schrank für Töpfe und so weiter mit einem integrierten Mülleimer. Ja, schön an den Fahrzeugen ist, man ist vom Plot her eigentlich wie ein ganz normaler Transporter, hat auf kleinstem Raum alles. Und zwar eine vollwertige Dusche, das zeige ich euch gleich. Man hat eine große Kassettentoilette mit viel Beinfreiheit. Großer Schrank mit drin. Meistens mit 5 Fächern, das habe ich schon mal gefilmt hier. Mal gucken, ob das in dem neuen Modell auch so ist. Haben wir 1, 2, 3, 4 Fächer hier mit drin und einem ordentlichen Waschbecken. Lichtschalter übrigens, falls ihr den mal sucht, der ist da auf der Seite. Hat mich in den ersten Drehs so einige schlaflose Minuten gekostet. So, und das Ganze ist hier mit einem Schwenkbad versehen. Hier schwenke ich einfach um und habe dann eine riesen Dusche mit drin, die auch wirklich großen Menschen Platz bietet. Also ich bin 1,83, ich käme hier locker mit rein. Natürlich ist auch hier ein Fenster mit drin, ein Handtuchhalter hier oben ist drin, der kann ausgeschwenkt werden. Und damit das Ganze dann nicht nass wird, kann man die Abdeckung nochmal schließen und kann den Duschbereich komplett dann verschließen. So. Da ist es, der Carrado. Der kleine, ja, kommt immer mehr so Vans, die quasi Kastenwagen ersetzen, die eigentlich so breit sind wie ein Kastenwagen, aber viel mehr Platz innen drin bieten, weil sowas wäre natürlich im Kastenwagen überhaupt nicht möglich, was ihr hier seht. Insbesondere hier die Schränke, da ist viel zu wenig Platz und es geht meist nur um wenige Zentimeter. Ja, ein Schautmodul ist hier mit drin. Truma Kombi, da das analoge Bedienfeld, die neuen Bedienfelder habe ich ja schon gesehen, Fliegenschutzgitter und eine elektrische Trittstufe. Da ist der Preis, Van 132, Edition 15. Er kostet hier im Freistaat 59.777 €, 21. September 2022.